Grüß euch, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der für 2015 brandneuen BMW R1200R. Ja, die BMW R1200R, eine logische Weiterentwicklung in der Palette der Boxer-Motorräder, weil die geländetaugliche GS wurde schon mit dem neuen wassergekühlten Boxermotor ausgestattet. Das war die erste. Die RT hat ihn schon und jetzt kommt der Roadster dran. Das R steht für Roadster. Von Grund auf, nicht nur wegen des neuen Motors, ein ganz neues Motorrad, vor allem auch wegen des Designs. Die Vorgängerin war ja, muss man auch als BMW-Fan zugeben, eher bieder gezeichnet, war auch schon irgendwie ziemlich alt, muss man auch zugeben. Jedenfalls die neue, echt sehr Roadster-mäßig und modern und minimalistisch gestaltet. Bei der Gabel erkennt man auch gleich einen sehr interessanten Aspekt eines BMW-Motorrades. Ich bin heute die R1200R mit einer goldenen Gabel gefahren, das schaut cool aus. Wenn man sie als normale, nackte Version kauft, bekommt man sie aber mit einer silbernen Gabel, weil nur wenn man das ESA, das elektronisch verstellbare Fahrwerk dazu nimmt, bekommt man halt die goldene Gabel. Also da ist BMW schon ein, ich möchte nicht sagen Weltmeister, das können andere auch schon gut, aber von den Autos ist es ein bisschen rübergeschwappt, dass man sich seine BMW in der Zubehörliste dann noch wirklich viel teurer machen kann, aufmotzen kann. Und die von mir getestete hat wirklich sehr viel Elektronik an Bord, über die ich euch noch berichten möchte. Die von mir getestete Version eben mit einem ESA-Fahrwerk ausgestattet, ein verstellbares Fahrwerk, wie schon erwähnt, bei dem man zwischen verschiedenen Modi wählen kann. Road ist voreingestellt, das ist der Modus, der einen guten Kompromiss eingeht. Wenn man auf Dynamic schaltet, dann ist das ein bisschen härter abgestimmt. Der Motor an sich ist ein mittlerweile jetzt, möchte ich nicht sagen alter Bekannter, aber eben aus der GS übernommen. Und schon in der GS spielt er den Trumpf des von weit unten echt arg antriebsstarken Motors aus. Und auch im Roadster funktioniert das ausgezeichnet. Sie hat nur unter Anführungszeichen 125 PS bei 7750 Touren, Faktenfauli, und ebenso 125 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Das scheint jetzt nicht so viel zu sein, allerdings wenn man bedenkt, dass die geländegängige R1200 GS mit ihren 125 PS eigentlich extrem gut mit den viel stärkeren zum Beispiel KTM Adventure, Multistrada mithalten kann, die ja 150 PS leisten, dann ist es auch beim Roadster so, dass der mit seinen 125 PS durchaus zum Beispiel mit der Monster 1200 mithalten kann, 135 PS, die S mit 145 PS. Also da wird man die R1200R nicht sonderlich gut abschütteln können. Jedenfalls ist es eine Wucht, wie der Motor antritt, wie er raufdreht, wie er sich ausdrehen lässt. Ist ja auch nicht so, dass so ein Boxermotor nur mehr bis 6.500 oder 7.000 Touren dreht, das geht schon weiter. Und vor allem diese angenehme Laufkultur, da haben die Bayern halt wirklich viel weiterentwickelt. Es ist ja eben der teils wassergekühlte Motor und ja, jetzt in der R1200R spielt er seine Trümpfe, dadurch, dass sie ja auch leichter ist als die anderen Modelle, RT klarerweise um einiges schwerer, spielt er diese Trümpfe einfach wirklich perfekt aus. Ein weiterer Grund, warum wir da heute auf den spanischen Straßen so viel Spaß hatten, ist klar wieder mal etwas, was man in der Basisversion nicht dabei hat. Ein Schaltautomat Pro, der raufschalten kann, ohne die Kupplung zu betätigen, aber auch runterschalten kann. Es ist einfach, man muss es ausprobieren, es ist fantastisch. Der Boxermotor zwischen ersten und zweiten Gang beim Raufschalten merkt man schon, geht ein gewisser Ruck durch die Maschine, aber ich hätte es mir schlimmer erwartet. Es funktioniert ausgezeichnet und in den höheren Gängen das Raufschalten kennen wir ja schon, aber das Runterschalten funktioniert dermaßen ausgezeichnet, was weiß ich, von der dritten in die zweite in kurvigem Gelände einfach runterhackeln
und der Motor gibt ein bisschen, die Elektronik gibt ein bisschen Zwischengas, der zweite Gang flutscht rein. Zwischen zweitem und erstem funktioniert es auch ausgezeichnet. Also da gibt es nichts zu bemängeln, außer dass dieses tolle Gimmick halt Aufpreis kostet. Ja, wie schon zu Beginn erwähnt, Design ist so eine Sache. Der Roadster jetzt mit der Upside-Down-Gabel, mit der, sage ich mal, etwas weniger polarisierenden Upside-Down-Gabel und dieser minimalistischen Linie entspricht dem, was man heutzutage von einem Roadster erwartet. Der Designer hat uns auch erklärt, es war gar nicht mal so einfach bei der GS. Naja, die darf ein bisschen wuchtiger rüberkommen. RT hat man so und so Platz ohne Ende, da alles zu verstecken. Und der Roadster musste halt sehr puristisch, minimalistisch rüberkommen. Haben sie meiner Meinung nach ausgezeichnet geschafft mit dem Gitterrohrrahmen, das schlanke Heck. Das aber, und das auch wieder eine Schwierigkeit bei der Entwicklung, die R1200R soll ja trotz der jetzt gewonnenen oder noch mehr gewonnenen Sportlichkeit, denn die Vorgängerin war ja auch erstaunlich sportlich zu fahren, aber trotz dieser Sportlichkeit ist sie verpflichtet, auch Leute über weite Strecken auf Touren transportieren zu können. Also es muss so eine gewisse Universaltalentfähigkeit da sein und die hat sie nach wie vor. Man kann Koffer montieren, man kann sie eben mit allerlei Extras ausstatten. Heizgriffe, Tempomat habe ich da, das schon erwähnte ESA. Es gibt jetzt auch so ein Keyless Go-System, bei dem man den Schlüssel einfach in der Tasche lässt und einfach nur einen Knopf drücken muss. Funktioniert natürlich ausgezeichnet. BMW von den Autos her da schon langjährige Erfahrungen. Ja, es funktioniert alles. Das Display ist jetzt ein sehr großes Dashboard, bei dem aber nach wie vor die Geschwindigkeitsanzeige analog ist. Nicht jedermanns Geschmack. Ich zum Beispiel finde das jetzt nicht so toll. Ich hätte es lieber umgedreht, einen analogen Drehzahlmesser und die Geschwindigkeit digital. Man kann aber den digitalen Drehzahlmesser jetzt leider nicht analog machen, aber man kann sich die Geschwindigkeit auch am Display digital anzeigen lassen, dann fällt der Drehzahlmesser weg. Ist aber meiner Meinung nach kein Problem, weil man die R1200R dank des gewaltigen Drucks von unten und von der Mitte her nicht unbedingt bis zum Begrenzer ausdrehen muss. Also gefühlsmäßig habe ich da heute immer richtig geschalten und es war kein Problem, mit der Gruppe extrem sportlich hier unterwegs zu sein. Also das ist ein Roadster, ja, feinster Güte eigentlich. Auch von der Bremsanlage bin ich ziemlich begeistert. Möchte nicht sagen positiv überrascht, weil ich mir erhofft habe, dass es so funktionieren wird. Aber es ist eine Vierkolbenanlage radial montiert, könnte theoretisch ganz arg zubeißen, tut sie auch, wenn man da ordentlich reingreift. Im ersten Augenblick aber eben sehr sanft, also mittlerweile die Bremsanlagen auf den ganzen hochwertigen, großmotorigen Roadstern wirklich gelungen. Es gibt kaum noch Modelle, wo man sich beschweren könnte und eben auch auf der R1200R keine Probleme. Sie ist am Anfang sehr sanft und gut dosierbar und packt dann halt schon härter zu. ABS natürlich serienmäßig, da lässt sich BMW nicht lumpen. Das ist abschaltbar, hat sich auf unserer Fahrt heute niemals eingemischt, unangenehm. Muss man aber auch sagen, ist ein perfekter Asphalt hier, obwohl zeitweise halt noch ein bisschen nasse Stellen waren und da weder mit dem ABS Probleme noch mit der Traktionskontrolle, die eben auch abgeschalten werden kann. Ich habe sie im normalen Modus die meiste Zeit gelassen, weil sie auch da eigentlich nicht unangenehm aufgefallen ist. Man sieht nur hier und da in den Armaturen ein gelbes Licht leicht flackern. Das heißt, sie war kurz aktiv. Aber ja, auch die Reifen Metzeler Z8, keine Probleme. Also insgesamt die R1200R ein gelungener BMW Roadster, der sich halt sehr, sage ich mal, vom Design her weiterentwickelt hat, dank des neuen wassergekühlten Motors von den Fahrleistungen her noch besser ist als die Vorgängerin und insgesamt ja, für mich definitiv zu teuer ist, weil die Basisversion würde ich nicht
schon haben wollen, aber ich hätte halt auch noch gern die ganzen zusätzlichen Sachen drauf wie ESA und das Keyless Go-System und da gibt es halt so viel bei BMW, was man dazu haben muss eigentlich und dann wird sie schon recht teuer.